Hallo zusammen, wir sind hier. Tag 60 von der Challenge, von der Herausforderung auf Deutsch. Das ist unbedingt unglaublich für mich. Also heute, ich habe kein Skript, aber ich habe Notizen und ich hoffe, dass ähm, ich kann Ihnen mein Niveau auf Deutsch zeigen. Also zuerst, ich möchte ein bisschen über meinen Alltag erzählen. Ich stehe um 8 Uhr auf und danach ich treibe ein bisschen Sport. Ich treibe Sport 5-mal pro Woche. Und danach ich esse Frühstück ich esse normalerweise Müsli mit Joghurt zum Frühstück. Und ich arbeite von halb 10 bis 6 Uhr. Abends sehe ich fern und ich lerne Deutsch, ich lese, ich schreibe, ich spreche meinen Mitbewohnerinnen. Diese Wochenende ich werde einen Spaziergang machen und auch ähm, ich mache dieses Video. Die letzte Wochenende ich bin entlang der Fluss gegangen, gejoggen mit meiner Freundin Kathy. Wir haben 15 Kilometer gelaufen. Es war viel Spaß, aber ziemlich anstrengend. Ähm, also, ich möchte auch ein bisschen über meine Hobbys erzählen. Normalerweise ich tanze. Ich tanze einmal pro Woche. Ich tanze griechischen Tanzen. Es gibt viele traditionelle Tänze von der Griechenland, von der Zypern und die hellenische Welt. Und seit 10 Jahren lerne ich diese Tänze. Aber leider wegen der ich kann nicht wegen der Pandemie tanzen. Ich schreibe auch gern, ich schreibe Romane für Kinder, aber leider ist nicht mein Beruf. Ich schreibe auch Artikel, insbesondere Rezensionen über Software. Aber das ist nicht gerade ein Hobby, das ist ein Nebenjob. Und ja, auf Englisch sagt man Side Hustle. Und jeden Tag lese und ich liebe Romane und Sachbücher lesen. Für mich das Lesen ist sehr, sehr wichtig. Ich war ziemlich unsportlich, aber jetzt in den letzten Jahren habe ich begonnen, ein bisschen Sport zu treiben. Ich laufe 3-mal pro Woche, von 5 Kilometer bis 10 Kilometer. Und 2-mal pro Woche mache ich Krafttraining oder trainiere ich mit Gewichten.
Und ich liebe den Personal Trainer Ranier Pollard. Er ist ein Personal Trainer auf YouTube und Instagram und ich mache seine Kurse. Er ist sehr toll. Während ich laufe, höre gern Podcasts und ich höre am liebsten Podcasts über Geschichte oder Kultur. Ich liebe Bowery Boys über die Geschichte von New York und The Rest is History, ein anderer Podcast über Geschichte. Und ich habe ich habe einen Podcast über The Chippendales gehört. Welcome to Your Fantasy. Natürlich lerne ich gern Sprachen. Jeden Tag lerne ich Deutsch mit meinen Apps und ich höre gern Musik aus verschiedenen Ländern. Und neuerdings habe ich deutsche Musik entdeckt, zum Beispiel Silbermond und Judith Holofernes. Ich habe auch ähm, deutsche, deutsche Fernsehsendung entdeckt. Zum Beispiel Der Pass und Deutschland 86. Aber ich möchte viele andere Fernsehsendungen schauen auf Deutsch. Manchmal sehe ich Ausstellungen im Internet mit meiner Freundin und zum Beispiel über die Malerin wie Georgia O'Keeffe oder Anselm Kiefer oder Tove Jansson. Und nach der Pandemie möchte ich unbedingt ins Theater und ins Kino und ins Museum gehen. Ich liebe Theater, ich liebe die Filme und ich möchte mit meinen Freunden ausgehen. Heute haben wir in London noch die Regeln für die Pandemie, aber ich hoffe, dass wir werden ein bisschen mehr Frieden haben. Und ja, es war sehr schwierig durch die Pandemie leben. Besonders für mich, ich habe keine Familie hier in London, ich habe keinen Mann, ich habe keine Kinder. Ich wohne in einer kleinen Wohnung und ja, es war ein bisschen schwierig, aber diese Herausforderung war etwas sehr wichtig, sehr interessant, sehr Spaß und ich bin viel glücklich zu Deutsch lernen. Zum Schluss möchte ich auf Wiedersehen sagen und ja, ich wünsche Ihnen eine wunderbare Wochenende und ja, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Auf Wiedersehen. Tschüss.